Willkommen in Warnemünde bei der Portparty. Moin, ihr Landratten. Das Willkommenskomitee legt schon ab. Das Feuerwehrschiff FLB 40-3 möchte die AIDA Diva in Empfang nehmen. Wir sehen sie auch schon ganz, ganz weit entfernt am Horizont hinten. Und ja, deshalb dachten wir uns, wir starten einfach schon. Wir haben gehört, der Kapitän an Bord der Diva ist ein Rostocker und möchte schnell nach Hause. Ja, ich hörte auch davon. Moin zusammen. Und der hatte irgendwie überhaupt keinen Bock da drauf, erst um 18 Uhr oder 18.30 Uhr anzulegen. Der hat gesagt, nee, mein Fru hat Essen gemacht. Ja. Also, ich wohl nach Hus. Also geht das los. Ja, wir sind hier bei der Portparty Warnemünde. Wir zeigen uns auch gleich mal vor der Kamera. Hier hinten an der Pier ist ein bisschen Party. Das liegt natürlich so ein klein bisschen im Gegenlicht. Das Riesenrad ist immer da. Ja, am Fuße des Riesenrads, aber auch das erzähle ich später. Ja. Das erzähle ich später. Es sind heute schon wieder Dinge passiert. Ja. Erst wurde ich vergiftet und dann wurde ich angegriffen. Ja, aber vielleicht zeigen wir uns einmal direkt vor der Kamera. Was meinst du, Digga? Ja. Komm, wir haben hier so einen schönen... Wir haben einen Präsentationsstein gefunden. Ja, ich hoffe, man sieht uns hier. Ich hoffe, wir haben die Kamera richtig eingestellt. Wir sind dick genug. Ja, ihr Lieben, wir sind Moin. Wir sind auf der gegenüberliegenden Seite, also gegenüber vom Passagierkai. Einige von euch kennen das hier in Warnemünde. Hier ist das Hotel Hohe Düne. Ja. Sehr, sehr schön. Der Grund ist ganz einfach. Wir konnten nicht auf die andere Seite, weil da ist es so laut mit Musik. Ja. Das ist zwar eine geile Band. Ach, ja, hat er sich nicht vernünftig angezogen. Ja, ne? Die Band ist geil, aber es wäre einfach zu laut gewesen. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir lieber rüber. Ja. Kämpfen wir ein bisschen mit dem Gegenlicht, aber tonmäßig. Aber der Blick ist auch ganz gut. Ne? Wir können schön rausgucken, super. Also das ist super. Der ist spitzenmäßig. Ich habe mir auch schon überlegt, Ben, übrigens, also zeige ich euch gleich mal, aber hier rechts ist ja dieses Hotel Hohe Düne. Ja. Und das hat so Balkone überdachte. Also ja, das nächste Mal oder? Mieten wir uns da oben ein. Ja, ich komme mit, ohne Frage. Ich komme mit, egal was du vorhast. Das soll nicht ganz günstig sein, aber geht ja als Geschäftsreise durch. Und vielleicht kriegen wir ja so einen Influencer-Bonus da. Siehst du wohl. Wir machen noch ein bisschen Werbung und dann heißt das Essen aufs Zimmer. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass du mich gefragt hast, ob ich mitkommen möchte. Ihr Lieben, viel Spaß. Ja. Komm, wieder hinter die Kamera. Wir starten. Ne, das ist quasi so der Auftakt, so ein bisschen das Vorgeplänkel zum Hamburger Hafengeburtstag. Und da hinten ist sie auch schon am Horizont. Ja, als ich gerade wiederkam, da sagte Paddy, ja, sie ist da schon zu sehen da hinten. Da musst du mal gucken, da hinten zwischen den anderen Schiffen, zwischen den Seglern. Ich guck, ich sehe da nichts. Ja, dann guck mal über die Kamera und dann war sie zu sehen, ein kleiner Punkt. Ja, jetzt geht erstmal das Feuerschiff raus. Das ist heute auch später am Abend noch Protagonist einer Licht- und Lasershow. Da sind wir auch gespannt. Das soll so um 21 Uhr losgehen. Da werden wir wahrscheinlich zwischendurch auf jeden Fall noch eine Pause machen. Lotse scheint sich auch auf dem Weg zu machen. Lotsenzeit sollte 17:15 Uhr sein. Oh, das passt ja, ne, bis die da draußen sind. Oder? Wo ist er denn, der Lotse? Da ist er. Ja, das passt doch. Das passt, ne? Ja. Ja, ihr könnt ja mal Feedback geben. Also ich denke, die Musik hört ihr, aber mein Gefühl sagt mir vom Lautstärkepegel, also ich find's okay. Müsste es okay sein, ja. Ne? Ich finde es jetzt nicht störend. Ja, das denke ich auch. Gehört aber auch ein Stück weit dazu, ne? Wenn man solche Feierlichkeiten hat. Bringt so ein bisschen Atmosphäre. Absolut. Guck mal, sie fährt so ein bisschen, sieht so aus, als ob sie so ein bisschen über die Mole fährt da hinten. Die AIDA Diva. Ja, ist das älteste Schiff in der AIDA-Flotte. Aber frisch renoviert. Das stimmt. Da gab es ja gerade, also ich bin ja nicht so der Kreuzfahrtexperte, aber das habe ich mitbekommen. Die war, glaube ich, in Marseille in der Werft. Und da gab es eine große Frischzellenkur. Ich glaube, AIDA nennt das Evolution-Programm. Aber das wollen sie mit allen Sphinx-Klasse-Schiffen machen, ne? Also jetzt die Diva. Nächste wird dann wahrscheinlich die Bella sein, vielleicht, weil die ist ja das zweitälteste Schiff. Ja, Diva, Bella, Mar, Luna, ne? Wie sie alle so da sind. Ich weiß nicht, ob sie da streng die Reihenfolge einhalten. Gucken wir einfach mal.
Ja, Drohne ist hier übrigens schwierig, denn hier, wo wir stehen, sind wir noch im Einzugsgebiet vom Militärstützpunkt hier in Rostock. Da kann man eine Genehmigung bekommen, allerdings 8 Wochen Vorlaufzeit. Und sowas ist ja mit einem Paddy überhaupt nicht zu machen. Ne? Also 8 Wochen im Voraus. Vor 8 Wochen wusstest du nicht mal, dass du her willst, oder? Nee, so ungefähr. Ne? Man kann auch übrigens hier sehr schön gegenüber am Passagierkai stehen. Da stand ich auch schon mal, hier am Ende vom Passagierkai. Ja, heute ist einmal das Thema Musik und dann ja, hat Ben halt seine Yacht da auch gerade Ja, geparkt. Es ist ein schönes Stück, aber es hätte uns absolut die Sicht versperrt. ja gut, wir hatten jetzt die Wahl. Ne? Fahren wir mit meinem Schiff oder fahren wir mit deinem Auto? Ja, aber da hast du dir mal richtig gegönnt, oder? Ja, das ist ja auch eine Investition in die Zukunft, habe ich gesagt. Ne? Fürs Zu meiner Leben. Frau. Fürs Leben. Ne, das kannst du noch mal vererben Ja. und so. Ne? Ja, wir sind da eben dran vorbeigegangen, also aus der Nähe. Das Ding sieht schon echt edel aus. Ja, also die Boah. Lackierung ist in so einem Grau gehalten. Also unten dunkelgrau, oben hellgrau. Also es ist schon echt edel. Ja, Also- also das muss man sagen, Ja, es wirklich. hat sogar einen roten Teppich vorne vor. Also der war zwar nur zum Abtreten des Schmutzes, aber zumindest war er rot. Finde ich ja auch schon mal bezeichnend. Ja, und wo wir hier stehen, Hohe Düne, wenn man ein bisschen weiter fährt, dann kommt man zu Markgrafenheide. Und Markgrafenheide hat wunderschöne Strandabschnitte. Da geht nämlich eigentlich der Rostocker selber hin oder der Warnemünder Anwohner. Wenn er nämlich nicht so viel Bock hat auf den Tourismus, dann fährt er nach Markgrafenheide. Also ein kleiner Tipp, wenn ihr ein bisschen Ruhe haben wollt am Strand, dann geht ihr dahin. Von da könnt ihr auch schön Sonnenuntergang gucken. Habt Holzbuhnen. Für jeden Fotografen ist das natürlich auch immer ein kleiner Leckerbissen, wenn denn die Wellen an den Holzbuhnen sich brechen und das mit Sonnenuntergang, der vielleicht direkt da drüber untergeht, ein Träumchen. Mensch, du bist ja wieder ein Romantiker. Ich zeige hier mal eben unseren zukünftigen Streamer-Balkon. Wir nehmen nämlich den mit Dach, Ja, oder? cool. Ist da Anzugpflicht in dem Hotel? Sieht ja fast so aus. So. Keine Ahnung. Vielleicht Schlafanzug. Günstig sieht das nicht aus. Nee. Ja, da, guck mal, das Feuerlöschboot schon draußen, der Lotse auch schon draußen und die AIDA Diva kommt langsam näher. Da hinten am Horizont haben wir sie. Aber die ist noch richtig weit weg. Also da muss ich schon ordentlich reinzoomen. Ja, die Einfahrt zum Hafen hat ja 2 Molen, eine Westmole, eine Ostmole. Die Westmole ist mit dem grünen Leuchtturm und die Ostmole hat den roten Leuchtturm. Gucken, ob ich die beide drauf bekomme. Ja. Guck mal, oh, Genau, schick. beide. Ja, die Ostmole ist rechts, die Westmole ist links. Morgens zum Sonnenaufgang Man kann lohnt auch es sich auf direkt der linken hinlaufen. Seite. Ne? Ja, Bis auf genau. die Spitze ist ein bisschen Lauferei. Richtig. Aber kann man machen. Ist es eigentlich asphaltiert? Also komme ich da mit meinem Bollerwagen hin? Ja, Weil ich du war da kommst noch gar morgen nicht. da oder du kämst da mit deinem Bollerwagen hin. Wenn du wollen Okay. würdest, wird das gehen. Okay. Ja. Aber wenn da morgens da so ein Schiff durchfährt und so und dann mit Sonnenaufgang, ist auch Ich schön. glaube, das ist beim. Ich glaube, das ist beim Moin, Einlaufen moin. nicht schlecht. Moin, du Landratte. Moin, Moin. Joachim Knaus aus Bremen. Jo, das ist ja schön. Ja, Ne? moin. Moin. Den weiten Weg aus Bremen. Ja, aber wir sind schon seit Donnerstag hier. Ach so, ja, dann Wir geht haben das ja. eine kleine Ferienwohnung genommen. Ja, schöne Idee. Sightseeing gemacht hier. Ja. Wir haben das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden Ja, das Ja. ist doch gut. und haben uns schon gesucht. Ihr habt uns gesucht. Ja, vielleicht hätten wir die Hamburg Hafen Live-Flagge hissen müssen, aber ich Ja. muss sagen, wir Meine- sind Meine schon. Frau Keine Ahnung, wie ihr aussieht, hat Adleraugen Ja, aber euch und sagt, gesehen. da drüben stehen 2. da stehen Aha. Und Conny haben wir schon geschnackt. sie. Ja, Conny ist auch da. Ja, Ja. Du, können ja mal gucken, ob wir ihn Ja, finden. geh mal gucken, ob er da ist, Mit ob er der- der arbeitet. kleine blaue Pavillon, wo Mit die der gelbe- Kisscam. Ja. Wo die gelbe Dingsbums da vor der Tür steht. Guck mal, da Aha. ist ja auch der Überlebensanzug vor der Tür. Ja, siehst du.
wir spotten Conny. Wo ist er? So, Der hat sich doch bestimmt wieder einen Crepe geholt. Conny, wo bist du? Ja, vorne hat er sich einen Kaffee geholt, der gleich nebenan. Ja, die Verpflegung ist da hervorragend auf der Ecke. Ja, muss man mögen. Kein Conny. Oder er steckt im Er Zelt. sagte, dass einer von euch auf irgendeiner Seite ist. Ja, da hat er recht. Und wo stehst du gleich? Nee, ich stehe hier. Du stehst hier. Ja. Genau. Wir machen das heute hier mit einem Setup. Also nicht beide Seiten. Nee, bei der Diva machen wir das nicht. Aber Nee. der Platz ist gut. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, wo könnte er stehen. Ja, Schon 10 Meter. also hier ist natürlich optimal. Ja. Da kannst du dich hinsetzen. Nee, nee, ist alles gut. Ja. Ich will ja nur nicht am Weg sein. Die arme Frau muss laufen. Sitzen. Ach, guck mal, die Zuschauer, die haben wieder den größeren Bildschirm, die haben Conny entdeckt. Aha, Stand an ja. der Windflagge. Ja, Ja, siehst ich du. habe ihn natürlich wieder nicht gesehen. Ach, verdammt. Seid ihr schon live? Wir sind schon live. die Ja, ganze ja. Zeit. Darum musst du so ein bisschen, nicht vibrieren. du musst du dir mal einen neuen Vibrator kaufen, wenn das nicht vibriert. Ja. Wir sind noch nicht auf 21:30 Uhr, noch können wir solche Sprüche nicht bringen. Ah, okay. Aber guck mal, ich finde das ja vom Bild ehrlich gesagt auch ganz cool, ne? Wenn Ja, die, ja. da so ein bisschen, das sieht so aus, als ob sie über die Mole fährt. Also das mag ich Vielleicht gerade sehr. kürzt er ja sogar noch ab, weil er sagt, Ja. hier komm, ich hab's jetzt echt eilig. Hat die eigentlich einen Super Pursuit Mode? Nee, ne? Das ist ja kein Knight Rider, kann er nicht überspringen. Super ist ja cool. Pursuit Mode. Kennst du das noch von früher? Natürlich. Natürlich. Und Airwolf kennst du auch? Ja, sicher. Oder? Nicht Airwolf. Also das sind Hallo? dieser Hubschrauber, wenn man den auf dem Bild sieht, ne, man kann ihn hören, oder? Ja, das ist Also das ist auch so ein auch ganz Phänomen. charakteristische Musik. Ja, Natürlich. Absolut. aber das sieht auch cool aus mit dem Segler jetzt davor. Ah, geil. Und die AIDA wird schön angestrahlt im Hintergrund. Sehr geil. Nett. Das hat schon was. Ja. Ein bisschen maritimes Flair. Ja, ich ärgere mich gerade, dass ich mein langes Tele nicht mitgebracht Heute habe. Morgen hatten wir die Brandgänse und hier haben wir die Warnemünder Schwäne. Aber hat er schön aufgestellt, hinten seine Federn, ne? Guck. Tja, und nun zeigt er dir den Arsch, ne? Ja. Ih, was hat der denn da für grünes, ekeliges Zeug? Tja. Also, ich sag mal, Naja, ich meine, Ich sag mal, ekliges Zeug hatten wir heute auch schon. Ne? kulinarisch. Ja, apropos Kulinarik. Willst du es erzählen, Ben? Willst du es erzählen? Ich weiß nicht. Ach, das war. Also schön war das nicht. Ja, Ich habe ja schon einiges erlebt und ich weiß eigentlich, also Rostocker Rauchwurst, ne? Aus dem Räucherkessel und so, ist phänomenal. Kann man echt gut essen. Ist ein bisschen fettig aufgrund des Rauches oder des Räuchervorganges. Und heute haben wir gesagt, ach komm, lass mal irgendwo eine Wurst essen. Und dann sagte Conny noch, ja, da vorne, da gibt das dann um die Ecke, da kriegt ihr Bratwurst. Ja gut, alles klar. Ein Mann, ein Wort, ab, wir holen uns Bratwurst. Ja, komm, Currywurst. Und die Bilder auf der Tafel, die sahen schon so aus, wo wir sagten, na, hoffentlich sieht das Original besser aus als das, was wir hier gerade sehen. Mit wenig Liebe fotografiert, war die Aussage. Ja, und das war Und- der Treffpunkt direkt unterm Riesenrad und wir haben uns Ja. gesagt, wir müssen die Menschheit davor warnen. Und die Dinger sahen tatsächlich so aus wie auf dem Bild. Da haben wir eine Und das- Currywurst bestellt Schlimm, und dann schmeißt die diese Wurst in die Fritteuse. ja. Also Und die echt, kam da raus mit einer komischen Haut. ja, mit einer komischen Haut. Sie schmeckte merkwürdig und vor allen Dingen das ganze Fett,
das hat sie im Prinzip aus der Fritteuse noch beim Rausschwenken mit auf unseren Teller geschmissen. Es war unterirdisch. Also ich mach das wirklich nicht gerne, ne? Aber vor dem Laden muss man warnen. Ja. Das ist richtiger Touri-Nap. Aber absolut. Richtiger Touri-Nap ist Und du das. hattest ja noch gefragt, haben sie die nicht vom Grill, weil der Ja, Grill stand ja einen unfreundlich Meter dazu, weiter. also Ja. unfreundlich. Sie hatte einen Grill, da haben sie die nicht draufgetan. Also muss ich echt mal sagen, das war wirklich nicht. Ja. War wirklich nicht. Also ich nett, glaube, ne? da gibt es bessere Läden. Treffpunkt da am Riesenrad. Ja, da direkt davor. Don't do Nee, it. also, Nee, nicht anfassen und schon Schlimm. gar nicht essen. also nicht machen. Ja. Fand ich nicht schön. Nee. Also ich glaube, da gibt es andere, auch Warnemünde drin. Wir sind ja an 2, 4, 5 Läden dran vorbeigelaufen, überall stand Wurstliebe drauf. Also ich glaube, Da dass... gibt es echt bessere. Ja, Ja. Und dass ich mal von der Wurst wirklich nur einen Happen esse, das ist selten. also Aber- dein Gesicht war echt eine Entgleisung. Also normalerweise hätten wir es fotografieren müssen. Aber ich habe das Ganze dann ja neutralisiert. Wir sind dann ja nochmal zum Strom und da gab es ja Ja. so einen schönen Laden mit dänischem Softeis. Ja, das war deins, ne? Und das war richtig lecker. Mit einem ne? breiten Lächeln ist er drauf mir so zu ein und sagt, schönes hier komm Softeis einmal halb geholt. und halb, sagt er. Halb Vanille-Schoko. Und dann sagt sie, ja, das mit den Möwen, das Spiel mit den Möwen kennen Sie. Ich gucke sie an, wie Möwen. Sagt sie, ja, gut aufpassen, die stehen auf unser Eis. Ja. Und ja, dass da viele Möwen sind, das weiß ich. Und die sind auch fett. Also ich glaube, hier in Rostock und Warnemünde gibt es die fettesten Möwen in ganz Deutschland. Das habe ich auch so das Gefühl. Riesenbiester. Und ich habe natürlich schon aufgepasst auf mein Eis und war auch fast fertig. Habe noch die Spitze vom Hörnchen in der Hand. Also wirklich noch so den unteren Teil. Will da gerade noch einmal so mit der Zunge rein. Da kommt von hinten eine Möwe an. Wirklich von rechts über die Schulter. Von hinten. Ja, vor allem zwischen uns durch. Zwischen ne? Wir uns standen durch. ja nun wirklich recht eng beieinander Ben eigentlich. stand rechts, ich stand links und dann über meine rechte Schulter von hinten und mit dem Flügel mir noch einmal voll durchs Gesicht gewatscht und hat mir dann das letzte Stück vom Hörnchen geklaut. Aber treffsicher, ne? Was für Biester, du. Unfassbar. Ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt feiern oder abschießen soll. Irgendwas dazwischen. Ja, aber dass sie sich das kleine Stück dann tatsächlich da rauskrallen, also das ist schon echt irre. Aber die sind ja so groß, ich glaube, die fressen auch Hunde oder so. Also das Ja. ist irre. So. Ach, guck mal, weißt du, was ich heute Morgen vergessen habe? Nee. Heute Morgen gab es ja ein Geburtstagshorn und unser lieber Andreas Westphal, der ja auch immer die Marker macht, der hat er auch Geburtstag? Der hat heute Geburtstag. Andreas, Mensch, Happy Birthday. Nur für dich einmal Happy Birthday. Ja, hier gibt es auch sehr stilechte Rundfahrtbooten. Aber hier wird das ja auch richtig, das Einlaufen und Auslaufen von Schiffen wird hier ja richtig zelebriert. Ich war ja einmal hier und hier gibt es ja richtig Auslauffahrten. Hier gibt es, glaube ich, ein Gehupe. Da kann Hamburg sich echt eine Scheibe von abschneiden. Da macht Hamburg immer so dann auf Understatement und weltmännisch. Ja. Und in So Warnemünde wird Pfeffersäcke, gefeiert. Ne? Ja. Ich finde das eigentlich auch schöner. Also, du siehst es auch draußen überall, wenn du jetzt den Strom hochläufst und so, überall sind Schilder, Einlauffahrt, Auslauffahrt und dann das jeweilige AIDA-Schiff dazu. Und ich finde das schon cool. Also, vor allem, du kannst ja hier dann gleich mit auf die Ostsee ein bisschen mit raus und dann kommst du irgendwann wieder. Oh, ist doch toll. Hansi ist da, 2,49 Superchat. Dann haben wir den Marder 182, 5 Monate auf Twitch dabei. Larissa ist seit 9 Monaten und Hannes seit 7 Monaten. Danke für eure Subs und Prime-Subs. Anja Garlic, 5 Euro Superchat und sie schickt Grüße von Claudia, Brigitte, Danny und ihr bei der Seemannsmission. Liebe Grüße. Krisu, 100 Bits.
Carsten auf See ist seit 16 Monaten dabei. Lama Jana lässt 100 Bits da und die liebe Petra 5 € per PayPal. Danke, ihr Vielen Dank. Lieben. Deine Kamera sagt nach. Ja, das ist immer, wenn ich das Objektiv reinzoome, dann muss ich das Stativ fixieren, weil ich dann Übergewicht bekomme. Aber ich muss ja sagen, die Band mit dem Song jetzt zum Einlaufen der AIDA, irgendwie passt es doch Das ein hätte bisschen, was, das ist besser als Orinoco Ist Flow, doch geil, oder? oder? Ja, ich find's geil. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, wahrscheinlich nicht ganz so sehr gut wie wir jetzt gerade, aber irgendwie ist geil. Ich muss ja auch sagen, ich hätte ja Bock auf Heavy Metal Cruises. Ja, Ich bin kein Heavy Metal Hörer, also es ist jetzt nichts, was ich mir so anhören kann, aber ich kann mir gut vorstellen, zu Heavy Metal auf so einem Schiff Party zu machen. aber ich glaube auch, also Heavy Metal ist jetzt zwar auch nicht ganz meins, aber Hard Rock und so, da bin ich schon mit dabei. Das finde ich schon echt nett. Und dann eigentlich auch ganz gerne so 80er Jahre, 90er Jahre Hard Rock. Das ist so, da bin ich vorne mit dabei. Ja. Das mag ich gerne hören. Noch so richtig schön handgemachte Stromgitarrenmusik. Hast du eigentlich mal was von Volbeat gehört? Volvic? Nee, nicht Volvic. Volbeat. Nee. Sagt ihr das was nicht? Nee. Das ist eine dänische Band. Und der Sänger, der hat eine, man nannte das Elvis Metal. Der hat doch eine recht markante Stimme. Fast ein bisschen Elvis-lastig. Guck mal, die spucken schon dahin. Ja, da geht schon los dahin. Ne? Lass uns mal warm laufen. Und die Songs sind so ein bisschen austauschbar. Der Stil, der wiederholt sich schon sehr. Aber ab und an kann man die ganz gut hören. Hat auf jeden Fall Druck und geht gut nach vorne. Susanne sagt, es gibt kein Emoji für Ben. Das ist nicht richtig. Wir haben Nee, ein wir haben. Ben-Emoji Ja, mit der schönen Mütze, die er heute auch aufhat. Ah, guck mal, wir kriegen richtig schön Wasserspritze hier. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Leute, jetzt noch mal schnell auf Toilette. Holt euch noch einen Drink. Ja. sag mal, kommt da hinten vielleicht noch eine Fähre rein, da auf der rechten Hand, neben der Mole? Oh ja, ich mach mal. Wurde unser kleiner Wunsch, der insgeheim erhört? Ja, wurde. Ja, also War wir haben ja geil. schon einige Fähren gesehen. Und das ist auch wieder eine mit dem sogenannten Flettner-Rotor oben drauf. Also wer das noch nie gesehen hat und sich wundert, warum hat die da oben so einen Stiel zum Wegschmeißen. Aber das ist ein sogenannter Flettner-Rotor. Dieser Tubus, der dreht sich im Wind und erzeugt dadurch Energie. Ich habe es nicht mehr ganz so. Ich meine, irgendwas mit 5-10% könnten Sie ungefähr an Energie damit sparen. Ja, gut, auf das die kann Zahlen aber- nagelt mich bitte nicht fest, aber es ist auf jeden Fall, bringt es ein bisschen was. Ja, aber 5-10% auf ein Jahr bei den Preisen. Vielleicht waren es auch nur 3-5%. Also wie gesagt, bitte nagelt mich da nicht drauf fest oder korrigiert mich auch gerne im Chat. Die Kopenhagen, schreibt der Chat, ist das. Die Sehr Fähre. gut. Und ja, ich finde also, die AIDA kommt jetzt auch langsam, aber sicher näher. Ach, guck mal hier, wir kriegen sie jetzt schon mit der Ah, herrlich. Mole. Schon nett, oder? Das ist echt nett. Ja. Ob ich da gleich mal ein Foto mache? Ja, natürlich. Wird vielleicht noch einen kleinen Moment warten, bis sie ein bisschen dichter am Leuchtturm ist. Ja, so ja, wir optisch. komponieren das. Sie muss auf jeden Fall an diesen Menschen vorbei sein. Ich weiß schon ungefähr, wo die Ja, du hingehört. machst das schon. Schon nett, oder? Ja, es ist Also- echt, es ist so Party hier, Leute. Es macht echt Spaß, also Ja. das muss man sagen. Es ist halt schnuckelig, ne? Das ist nur der Passagierkeil. Wie lang ist der?
Ach, weiß ich nicht. Also da bin 300 Meter. ich schlecht im Schätzen. Wenn's Ja, hochkommt. ungefähr. Und da sind vielleicht 20 Buden. Ja. Eine Bühne. Aber es ist irgendwie nett. Ja, also es ist wirklich schnuckelig. Also Ja. es ist vor allen Dingen auch nicht so überlaufen. Und ich muss sagen, die Bands, die sie da jetzt ausgewählt haben, also die jetzt ist gut. Der Shantycore vor war auch ganz okay. Also das sind ja auch alles so Lokalpatrioten. Ne? Das ist ja alles so ein bisschen von hier. Ich finde das cool. Moderiert wird das Ganze von dem Thilo Ebbinghausen oder ist er von Ebbinghausen? Thilo Ebbinghausen, glaube ich. Der war früher auf AIDA im Entertainment-Bereich. Entertainment Manager. Entertainment Manager, genau. Ja. Und der ist so ein bisschen Urlaubskreuzfahrt-Experte und moderiert das Ganze ein bisschen auf der Bühne. Hat auch den Tag über Interviews geführt mit verschiedenen Protagonisten hier. Und ich glaube, es gibt noch eine zweite Portparty im September. Also falls ihr da irgendwie Bock drauf habt, guckt euch das gerne mal an. Ach, guck mal hier, der Noob Chris schreibt es nochmal. Flettner Rotor, 4-5% weniger CO2-Ausstoß. Also dann war es nicht 4-5% Energie, CO2-Ausstoß. Ja, also ich brauche das Foto nicht machen. Das sieht bei mir ziemlich murksig Ich mach aus. mal schnell. Ich glaube, jetzt passt es ganz gut. Ich glaube, mein Moment kommt ein bisschen später. Schwester Hansen ist auch da. Ich hoffe, sie ist satt geworden. Moin Anja, grüß dich. Ja, ist doch schön. So ein bisschen Verkehr haben wir hier auch. Also ist doch cool. Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt noch mal eine von den Fähren haben. Das ist nämlich auch mal wirklich was ganz anderes als das, was wir in Hamburg haben. Guck mal, ich glaube, das hier, oh, ich muss euch mal hier so ein bisschen in Turboschwenk nehmen, ist auch eins von diesen typischen AIDA-Begleitfahrten, die Warnow Star. Guck mal, jetzt mohlt sie gleich schon. Ja, wenn sie jetzt gleich rechts an der Mole dran vorbeikickt. Dann geht das auch ruckzuck. Ja.
Jetzt ist noch die Frage, wer ist er? Da kann ich schwer abschätzen. Lassen Sie die Fähre vor? Oder hat der Captain es so eilig von der Diva? Ich wohl nach Hus. Na? Ja, wenn wir jetzt mal rechts rüber schwenken. Ja, guck mal, Ich glaube, die ist aber eher da. Die Diva oder die? Ja, ich glaube, die Diva ist eher da. Ich denke, ihr könnt das besser abschätzen auf dem Wesselfinder. Da könnt ihr ungefähr die Entfernung messen und mal schauen, wie schnell die Biester fahren. Kopenhagen soll zuerst reinkommen. Okay. Na, Also von hier mit dem bloßen Auge schwer zu schätzen, wer näher dran ist. tja, ich wollte mich dafür einen entscheiden. Ich dachte, komm, bist ein bisschen patriotisch für AIDA. Tja, daneben. Ja, wenn die AIDA so ein bisschen mit Wasserfontäne reinkommt und so, schon nett. Hauptsache kein Wasser von oben. Ne? Aber das sieht ja gut aus heute. Hoffentlich kein Wasser oder kein Wind, der das Wasser in unsere Richtung treibt. Das ist ein anderes Thema. Aber das gute Warnow-Wasser, ne, das macht ja nichts mit dir. Ich finde, das hat was extrem Beruhigendes, wenn die da so langsam über dem Horizont entlang tuckert. Ja, so ein bisschen Dekowellen noch dabei, ne? Hübsch. Oh, Achtung, ja, es wird doch gleich wieder scharf. Hallo. Da. Jetzt geht die Post ab. Auch Hier ist die cool zu Frage, ob Wettrennen. das in Warnemünde Salz- oder Süßwasser ist. Ja, wir haben hier Ostsee. Das ist Salzwasser. Ja, das ist Salzwasser. Ich glaube aber nicht ganz so ein Salzgehalt wie in der Nordsee, oder? Ja, der Salzgehalt in der Ostsee ist tatsächlich geringer als in der Nordsee. Und umso weiter man die Warnow dann hinterher hochfährt, umso weniger Salzgehalt hat sie dann hinterher. Ja, Warnemünde gehört ja auch zu Rostock. Warnemünde, der Ort wurde damals, ich glaube, im 18. Jahrhundert, also ich kann es nicht ganz genau sagen, aber damals, also schon lange, lange her, wurde Warnemünde von Rostock gekauft, damit Rostock einen freien Zugang zur Ostsee hat. Ja. Und so konnte man dann vom Stadthafen Rostock über die Warnow in die Ostsee fahren. Und das ist ja auch wirklich nicht weit. Also wir hatten das ja auch gesehen, vielleicht war der ein oder andere von euch dabei, als ich bei der Hansesail mit dem Schlepper mitgefahren bin. Da sind wir auch bis zum Stadthafen und dann hier wieder raus. Also das sind alles überschaubare Strecken. Ja. Ach, guck mal hier. Shane. Ja, das heißt Goatmouth. Ja. Ja, schön. Ja, also ich würde sagen Minimalismus. Ne? Absolut. Noch so eine kleine Tonne mit dabei. Du. Und, ja. Es gab hier mal einen ganz, ganz schlimmen Sturm. Da war ich auch hier und hatte mir in den Kopf gesetzt, ach komm, das fotografierst du. Wie geil. Ich habe dabei meine Kamera zerstört. Weil es war Du wolltest bestimmt eine neue haben.
Es war von der Abdeckung, die eine war wohl nicht ganz richtig zu oder was. Jedenfalls drückte da dann das Wasser rein von der Gischt, die regelmäßig über die Westmole schoss. Und irgendwann ging gar nichts mehr. Und ein Freund von mir, der hatte dann am Strand so eine Tonne fotografiert. Die hat sich nämlich auf See losgerissen und wurde an den Strand gespült. Das sah auch richtig cool aus. Das Foto gab es für mich nicht, weil meine Kamera wollte ja nicht mehr. Ja. Ja, das war auch ein Wahnsinn. Also diese Flettner-Rotoren, schön sind die nicht. Nee, Oder? also ein optisches Highlight ist das jetzt wirklich nicht. Also schon ein bisschen komisch. Melli und Jörg, ganz lieben Dank für eure 5 Euro Superchat. Steffen ist seit 11 Monaten dabei, grüßt aus Magdeburg. Andreas Westphal schickt auch nochmal ein Dankeschön. 2 Euro Superchat für seinen Geburtstag. McFlay ist mit dem Prime Sub neu dabei. Anthony Roberts, 5 gifted memberships on YouTube, thank you. And Speed Minister, eine 5er Subbombe auf Twitch explodiert. Und das Unix ist im 7. Monat dabei. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Sag mal, wo ist denn eigentlich das Feuerschiff hin? Stimmt. Warum sind das denn nur gelassen? Ach, kann das sein? Das ist da irgendwo ganz links, ne? Ja, aber da bringt uns das ja nichts. Das muss da davor. Ist es das? Jo, da scheint es doch wohl zu sein, ne? Haben die sich verfahren oder? Ja. Oder das sieht irgendwie... Ja, oder wir vertun uns entfernungsmäßig, dass das Feuerschiff viel näher ist, als aber weiter weg aussieht. Ja gut, mit der Fähre habe ich mich ja auch ziemlich verhauen, ne? Aber das ist Also ja es kann schon... sein, dass sie die Diva noch abfangen. Du, vielleicht sagen sie sich auch, wir spritzen hinterher. Wir machen hinterher sauber. Ja, das ist... Genau. Ne? Wir wischen hinterher durch. Da bekommt Abgaswäsche eine ganz andere Bedeutung. Ja. Also nochmal für alle, was aussieht wie so ein überdimensionaler, missglückter Schornstein auf der Fähre, ist ein sogenannter Flettner-Rotor. Wenn die gleich näher kommt, seht ihr auch, dass sich das Teil dreht, erzeugt Energie und reduziert den CO2-Ausstoß um 4-5%. Nein, das ist kein Rennauspuff. Ja doch, die haben bei Bosal bestellt. Und hier, dengel mal ran. Tuning-Teil. Ja. Und wenn sie den Hebel auf dem Tisch liegen, dann rührt die richtig schön. Aber man Ehrlich. sieht jetzt auch, dass die AIDA sich da hinten auch schön ins Fahrwasser einreiht. Also die haben natürlich auch eine vorgegebene Route. Das Ganze ist abgesteckt durch Fahrwassertonnen, die roten und die grünen. Und deshalb reiht sich die AIDA jetzt hinter der Fähre ein, damit wir die AIDA gleich auch auf keinen Fall mehr sehen. Ja, aber noch so einen kleinen Segler dabei. Also sonst vom Bild her ist es doch eigentlich ganz nett. Ja. Ja, also die Fähre hat auf jeden Fall sämtliche Talente, die AIDA-Diva zu verdecken. Ja, breit genug ist sie. Ja. Ja, wobei, also die Diva ist ja auch ganz gut breit. Ne? Aber dadurch, dass sie jetzt eben halt näher ist, wirkt das perspektivisch ganz anders. Aber jetzt guckt sie rechts schon wieder raus. Also von daher, wir haben doch ein bisschen was von ihr. Kann das sein, dass das Fahrwasser da so einen kleinen Bogen macht? Weil die Fähre kam ja auch rechts von dem rechten Molen vorher. Da muss die jetzt so einen großen Bogen fahren. Ne? Wirklich, dass das so ist. Ja. Ja. Die fährt jetzt nicht gerade hinterher, die macht noch einen kleinen Bogen rechts rum.
Das ist natürlich hier echt schön, dass du so lange die Schiffe schon im Voraus sehen kannst. Auch als ich das Auslaufen einmal hier, ich glaube, das war Aida Mar. Als ich das hier gefilmt habe, konnte ich so unendlich lange hinterher gucken. Das ist schon schön. Aber ich finde es eigentlich schöner, wenn man sieht, wie sie reinkommen. Wenn sie größer werden, ne? Ja. Ja, da hast du recht. Aber hier ist mittlerweile auch ganz gut was los, ne? Guck mal, das ist schon der zweite Kreuzfahrtanlauf. Letztens hat jemand gefragt, wann wir denn endlich mal zeigen, wie die Schiffe reinkommen. Und weil wir immer nur zeigen, wie die rausgehen, die Kreuzfahrer. Da siehst du jetzt endlich mal. Heute sogar gleich im Doppelpack 2 Einläufe. Das ist halt immer Anläufe. so eine Zeitgeschichte. Ja. Die AIDAs kommen normalerweise immer morgens zwischen 5 und 6 und die haben jetzt echt für die Portparty die Diva ein bisschen früher reingeholt, damit die zur Portparty hier heute Abend einläuft. Sonst wäre die auch wahrscheinlich zwischen 5 und 6 Uhr morgens früh gekommen. Möglich, ja. Aber es kommt ja noch ein zweites Schiff. Ich glaube, die Aida Mar kommt. Ne? Die ist gestern raus. Die ist gestern Wer raus. kommt denn morgen noch? Ehrlich weiß ich nicht. Aber Irgend- ich weiß, die Mar ist gestern raus. Ach, die Mar ist gestern raus, aber irgendeine Aida kommt morgen noch. Die Mar? Die ist gestern raus. Wieder zurück. Ja, vielleicht macht ihr ja nur eine Tagestour, ne? Oder Donnerstag. Entschuldigung, Donnerstag. Ach so, also macht die nur so einen Kurztrip. Ah, okay. Also die Ja. Aida Mar ist es. War schon Donnerstag. Nehme ich zurück. Die kommt ganz früh und morgen Abend sollen die dann beide gleichzeitig rausgehen. Das ist doch cool. Wir hoffen, dass das auch wirklich halbwegs gleichzeitig ist. Reiswolf, das Rohr passt super an GTI. Ich würde eher sagen, das ist der Opel Manta unter den Schiffen. Aber dann könnte das mit dem Feuerschiff auch tatsächlich passen, ne? Dass die dann auch Ja. rechtzeitig da sind. Ja, weil die da den Bogen fahren. Ja. Aber die Anläufe um 5 bis 6 Uhr morgens ist ja jetzt für den Sommer eigentlich kann man das ja mal machen. Lichtmäßig? Ja. Heute Morgen hat mir das auch sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wer von euch schon dabei war, aber lichtmäßig heute Morgen die Balmoral, das erste Mal Hafen City in Hamburg. Also ich bin echt froh, dass ich das noch mitgenommen habe. Aber die hat auch einen schönen blauen Bug, ne? Ja. Oder? Da hinten kommt das Feuerschiff jetzt. Hinter der Kopenhagen. Guck mal, unten unter der grünen Markierung, da kann man sehen, dass der Rotor sich dreht. Ja, der Lotse kommt auch zurück. Zumindest das Versetzungsboot. Ich hoffe doch, dass der Lotse an Bord ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Scantlines, dass die mittlerweile hier eine Befreiung haben, oder? So oft wie die rein und rausfahren, kennen die das doch bestimmt. Das könnte sein. Ich weiß auch nicht, ich glaube, der Lotse war bei der AIDA.
Boah, die hat aber auch einen auffälligen Wulstbug, ne? Schon ganz ordentlich. Boah, cool, der Schatten von dem Rotor. Cool. Ja, und jetzt würde ich sagen, AIDA im Line-Up. AIDA im Final Approach. Andreas Preuß schickt 5 € für Dingsbums und Gedöns. Kerstin L. Seit Kann man immer 14 gebrauchen. Monaten Dankeschön. dabei. Danke. Maxim, 11 Monate. Herzlichen Dank. Nathalie, 10 € Superchat fürs Hotelzimmer. Sie grüßt vom Crosstrainer. Beatrix ist da, 5 € Superchat. Dankeschön. Sagt, wir sind ein Dream-Team. Ja, wir werden auch im Hotel die Hochzeitssuite buchen. Ja, ja, ja. Schönes Doppelbett, herrlich. Träumchen. Piwi, 4 Monate, Prime Sub, danke dir vielmals. Der Kriegerdelfin ist seit 4 Monaten dabei. Herzlichen Dank. Rudi, 16, 5,99 Superchat. Und Neffe Krümel, 14 Monate. Ja. Danke, ihr Lieben. Dankeschön. Ja, Paddy war ganz großzügig. Der hat ein Hotel mit Beistellbett bestellt. Wenn er drin schlafen kann, weiß das nicht. Ja, Etagenbett hatten sie nicht. Ja, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Oha, was hat er denn da? Der ist hier irgendwie... Ups, wo ist er? Ja, jetzt ist er schon wieder abgetaucht. Eben macht er da so einen Alarm. Und jetzt hängt ihm eine Alge aus dem Schnabel. Ja. Also schön ist das auch nicht. Ja, schön ist das nicht. Ja, Paddy, also ein bisschen enttäuschend, ne? Was denn? Der Schwan? Ja, dass die Schwäne da jetzt nicht so, dass der Schwan nicht so performt. Also erst Wie ich das bittet er gerne um die hätte, Bühne ja. und dann. Ja, ich war einfach zu langsam in meiner Kamera. So, ach, da kommt jetzt auch das Feuerschiff an der Ja. Seite. Da ist es Die von müssen sich aber schon ein Steuerbord. bisschen sputen, oder? Ja. Ja, Ich hab das wobei, Gefühl- vielleicht geht das auch noch ganz Ich habe gut das aus. Gefühl, dass die... Hat er sich verschätzt? Vielleicht mussten die erst Wasser auffüllen. Das sieht fast so aus, als wenn er Achter ranfährt, ne? Nee, der überholt. Der überholt. Ja. Genau, die Flugzeugfans würden sagen Water Spray Action. Gucken wir mal, ob wir ein schönes Titelbild bekommen für den Stream. Guck mal, wenn du Werbung machen möchtest, kannst du ein paar Karten verteilen. Er folgt ihm nämlich. Dankeschön, ganz lieb.
So, jetzt müssen Sie sich aber hier mal mit dem Feuerschiff ein bisschen sputen. Oder wollen die nebenher fahren, damit die das quasi für die Passagiere am Passagierkai machen? Naja, ich fände es jetzt ein bisschen schöner, wenn sie sich davor setzen würden, weil die sind ja so klein und niedlich. Zumindest aus unserer Perspektive. Ja, ja. Ne? Also nebenher wäre jetzt... Ja. Ja, Paddy, man kann nicht alles haben, ne? Nee. Aber ich habe den Bedarf nach dem 150, 600 Grad wieder entdeckt. Ne? Kirsten sitzt jetzt zu Hause und denkt sich auch, na herzlichen Glückwunsch. Die lässt dich nie wieder mit mir los. Wurde das Horn eigentlich auch renoviert? Nee, ich glaube, das haben sie vergessen, so wie sich das anhört. Ja, ein bisschen schade um das Feuerschiff. Ich glaube, das bleibt da, ne? Ja. Ja, ist natürlich jetzt aus Sicht vom Passagierkai Ja, ist das wahrscheinlich schöner. ist das wahrscheinlich schöner. Aber ich finde es ja schon schön, wenn es so ein bisschen rumpelt, ne? Also irgendwie hat es ja was. Also das Horn von der Diva kann aber auch was. Ja. Also wenn die gleich hier noch eins mal loslassen, direkt vor uns. Jetzt spielen sie gegenüber die Einlaufmelodie. Ne, eigentlich ist es ja die Auslaufmelodie. Ich muss hier mal dringend ein Foto machen. Ah, guck mal, Ben, das wird noch was. Ja, cool.
Muss mal gleich die da vorne fragen, ob die so ein ganz bisschen zurückgehen können, weil Einmal die alle? ja, wir sind also ja, ist erstmal nicht so schlimm, aber die stehen genau gleich in der Linie. Entschuldigung, könnten Sie eventuell gleich einen Meter zurückgehen? Das wäre ganz lieb. Dankeschön. Sie stehen uns gerade ziemlich im Bild. Wenn Sie so einen Meter zurückgehen könnten, wäre das möglich? Cool. Entschuldigung, Sie sind bei uns gleich mit im Livestream, stehen quasi mittendrin. Wir filmen von da drüben. Ich wollte Sie nur einmal kurz vorwarnen. Für den Fall der Falle, wenn Sie sonst einen Meter zurückgehen, sind Sie halt nicht mehr im Bild. Alles gut. Ja? Okay. Alles klar. Alles gut, nicht schlimm, wenn die Ja. wild sind? Ich habe zumindest Bescheid gesagt. Ja, ne? ja. Stört euch, wenn ich mich oben auf dem Weg ausstelle und filme oder stehe ich am Weg? Bitte? Nein, Nein, also, nein, mach uns, ruhig, alles uns cool. ist das egal. Das ist nur, wir wollen ja niemanden filmen, der nicht gefilmt werden möchte. Ich finde ein paar Menschen im Vordergrund gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber Bescheid sagen wenigstens. Ne? Ja. Hat er halt auch gesagt, Ja. ob man sonst einen Meter zurückgehen möchte, man ist halt sonst mit im Bild. Aber die wollen auch entspannen. Ja, die dreht jetzt und dann kommt sie aber wieder zurück und legt hier direkt gegenüber am, ich weiß jetzt nicht, ist das P7 oder P8? Also die Liegeplätze sind hier ja durchnummeriert, P7, P8. Weißt du, welcher das ist? Nee, weiß ich nicht. Das ist P7 und P8 ist dann hinten ums Eck, ne? Genau, also das heißt, wir müssen jetzt mal einen kleinen Moment warten, weil da verschwindet sie einmal. Oh, aber ist das nicht... Das war cool, Also oder? das ist doch... also ich sag mal, da kann Hamburg sich mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Also Warnemünde zeigt, wie es geht. Das stimmt. Und das ist echt Emotion, muss ich sagen. Ne? Die Leute, die winken von dem Schiff runter, hier an Land winken welche zurück, die schreien, ja. Also das ist echt Emotion. Was meinst du, wie Brigitte eskalieren würde, wenn das in Hamburg genauso wäre? Also ich finde es eigentlich tatsächlich ein bisschen schade. Ach, ich mache mal mit Brigitte eine Warnemünde-Tour. Dann nehme ich sie mit und dann zu so einem Doppelauslauf oder dreifach nehme ich Brigitte mit und dann machen wir hier so eine, eine richtig schöne AIDA-Brigitte-Show. Ja, Da habe ich mal Bock drauf. ja mach mal. Geben wir Das läuft. richtig Gas. Ja, davon kannst du ausgehen. Ja. Ja, das ist schon cool. Ne? Also Ja, wir warten einen kleinen Moment. Also die ist jetzt da hinten einmal ums Eck und kommt dann aber gleich zurück. Aber gab es da nicht in Hamburg irgendwie Beschwerden von den Anwohnern, dass das zu laut war? Ich habe da mal irgendwas gehört. Ja, Ich bin- irgendwas gab es da mal, aber ja, ganz ehrlich, ne? Ja, du, wer an die Hafenkante zieht. Ne? Ey, was soll das, ne? Ja.
Zumal, weißt du, Fluglärm kann ich verstehen. Weil das geht über Stunden, über einen längeren Zeitraum. Wenn du da falsch irgendwie in etwas falsch wohnst, kann ich verstehen, dass dich das nervt. Aber das hier ist punktuell für das Schiff kommt, dann hast du mal für ein paar Minuten hast du ein bisschen Attacke und dann ist aber auch wieder Ewigkeiten Ruhe. Aber das ist doch eigentlich auch der Charme in so einer Hafenstadt. Ja, eben. Dass du mal ein Horn hörst. Dafür würde ich da ja hinziehen wollen, damit ich das mitkriege. Ne? Ja. Übrigens, diese kleinen Fähren hier auch ganz süß. Damit kommt man hier mal eben auf die andere Seite rüber. Kosten 2 €. Ja, und oder- wie wir gelernt haben, Deutschland-Ticket Genau. auch. Ne? Und heute sogar 2 Fähren im Einsatz. Kaum Wartezeit, Ja. wenn du rüber willst. Wenn es hochkommt mal, also Ja, vielleicht sind keine das 10 Minuten, wenn es wirklich hochkommt. Ja, also wenn überhaupt. Ne? Die warten halt nur, dass die Fähre voll wird und dann geht's wieder rüber. Also und die Fähre wird schnell voll. Also es ist ja durchaus einiges an Passagieren. Aber die müssen ja immer synchron Passanten, fahren. Das heißt, wenn die eine auf der einen Seite ablegt, muss die andere auch ablegen. Ja, Also die eine fährt auch einen großen Bogen und die andere fährt gerade durch. gut, das Drehen hätte man jetzt natürlich von der anderen Seite wieder etwas besser sehen können. Ach, ja gut. Ja, irgendwas hast du ja immer. Das ist auch hier echt schön mit den Steinen, oder? Guck mal hier, auch hier die Herrschaften, die hier sitzen. Das ist echt relaxed. Ja, kannst dich hier an eine Kante setzen, in eine Steinpackung und dann kannst du mal ein bisschen kicken. Und vor allem jetzt die Sonne hier. Also Ja. Also der Stein, wo wir drauf standen, der ist auch so prädestiniert zum Draufsetzen. der Neffe Krümel ist seit 14 Monaten dabei. Danke für deine Treue. Tom lässt 5 € Superchat da. Und er sagt, super Stream, auch heute Morgen schon. Paddy und bensationell. Bensationell ist gut, ja. Auch schön. Anthony Roberts, 15 bucks, 6 months of watching. Tony, thanks a lot. Nice to have you here. Toxisch BS, 48,26 €. Das war eine andere Währung, oder? Mein Tool zeigt mir es immer umgerechnet an. Das waren bestimmt Schweizer Franken. Bestimmt 50 Schweizer Franken. Ein ganz dickes Dankeschön an dich. Wo ist es, fragt er. Hamburg? Nein, wir sind in Warnemünde, aber das hat dir der Chat bestimmt mittlerweile schon beantwortet. Dana lässt auch nochmal 2 € Superchat da. Fragt, in welchem Hotel wir untergekommen sind. Wir sind im, wie heißt das, Viro-Hotel? Ne? Viro-Hotel. Viro-Hotel, Megalage. Annette Wasner, 2 € Superchat. Petra lässt auch nochmal 2 € Superchat da. Für den Gänsehaut-Moment, ja, das war in der Tat Gänsehaut. Charlene, 5 € Superchat. Und sie sagt, in Warnemünde wird es halt richtig zelebriert, auch das Auslaufen. Ja, müssen wir öfter her, ne? Ja, Ich aber muss mal es- in den Kalender gucken, wann mindestens 2 Schiffe da sind. Muss man eigentlich einmal im Monat machen. Der Trudimann verschenkt einen Sub. Herzlichen Dank dafür. Aber es ist ja auch. Achso, bitte. Ich bin gleich durch. Ja. Eraser im 4. Monat mit dem Prime Sub dabei. Dankeschön. Hertus ist da. 100 Bits. Und Jeep im Schlafrock. Herzlich willkommen. Danke für dein Prime Sub. Sind meine Hörner kaputt. Na. Die trauen sich nicht mehr, nachdem sie jetzt die Diva hatten. Meine Hörner sind kaputt. Will sich nicht mehr connecten. Aber ich arbeite daran. Ich gebe mir ein bisschen Mühe, dass wir gleich wieder hörnern können. Da. Ha. So, hier. Das. Dankeschön.
Ja, Warnemünde ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen der insgeheime Heimathafen. Ne? Die Reederei ist ja auch in Rostock ansässig. Ja. Also das ist ja im Prinzip nach Hause kommen. Schiffe fahren zwar alle unter italienischer Flagge, also offiziell ist Heimathafen Genua, Ja. aber Rostock, Warnemünde, das ist AIDA-Land. Definitiv. Aber die machen hier auch immer Winterpause. Ich glaube, im Winter ist hier wirklich nichts los. In Hamburg haben wir ja immerhin die Nova, Ja. die irgendwie Tag ein, Tag aus, den ganzen Winter durch die Fahne hochhält. Aber hier ist ein bisschen, ist über den Winter dann ein bisschen mau. Ja, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ja, kann ich mir schon denken. Ja, kommen die gleich nochmal zurück mit ein bisschen Spritze auf dem Feuerschiff. Ja, das sieht fast so aus, als wenn, also die Ja. lassen ja noch laufen, ne? Guck mal, der graue Kater ist seit 12 Monaten dabei und schreibt, tolles Erlebnis auf dem Feuerschiff. Ach, er ist direkt an Bord. Ja, cool. Ja, richtig cool. Richtig cool. Viel Spaß. Peter Hummel, auch 20 Monate dabei. Und Brigitte, 2 Euro Superchat. Danke, ihr Lieben. Ja, jetzt sehen wir gerade nichts von der Liebe. Aber ich glaube, wenn die gleich zurückkommt, gibt es nochmal einen Nachschlag. Ja, Das lassen die sich nicht nehmen. und ich glaube, das gibt auch ein schönes Bild. das, ja. Ja, auf den Regenbogen waren wir noch. Ne? Da braucht man den richtigen Winkel für. Also das war toll vom Schlepper damals. Aber die Wasserfontänen von dem Feuerlöschboot sind nicht so aufgefächert. Ne? Wie zum Beispiel bei der Branddirektor Westphal. Aber die haben, glaube ich, auch noch ganz alte Löschmonitore. Ne? Das ist ja so ein uraltes Schiff und eigentlich ist es ja ein Museumsschiff oder ein Vereinsschiff. Kann aber noch löschen, ist aber nicht mehr im Einsatz. Ja. Also finde ich schon echt cool, dass man das alles so erhält. Ne? Die freuen sich wahrscheinlich immer, wenn sie ein bisschen rumspritzen Ja. dürfen. Ertüchtigungsfahrt oder Erprobungsfahrt. So, ich bin hier mal ganz vorsichtig. Ja, hier schreibt gerade jemand, seid ihr sicher, ob sie zurückkommt? Du, vielleicht legt sie auch da hinten im Militärhafen an, beim Militärstützpunkt, ein Marinestützpunkt. Da waren wir auch schon mal einige Platz da hinten in Ürreafen. Ja, die soll aber hier vorne hin. Nee, die geht jetzt doch, die geht auf 8. Auf P8 geht sie jetzt doch? Die Mark geht auf 7. Ah, okay. Stehst du nicht so drin? Bei dir auf der Seite. Ja, deswegen ja. Haben sie vielleicht ein bisschen umgeplant. Zumindest beim Anläufen steht drin, dass er auf der 8 ist. Okay. Ja, stimmt. Eigentlich sollte die erst morgen anlegen, ne? Wahrscheinlich ankert sie jetzt da hinten bis morgen früh. Dann wird die jetzt wahrscheinlich gleich rückwärts hier zu dem anderen Liegeplatz gehen. Entspannen wir die Ferien. Ja, sie ist da hinten aber noch oder schon in Drehung. Ja, wir warten mal ab, ob sie jetzt auf die 7 oder die 8 geht. Einige sagen im Chat auch die 7. Jana meint das auch. War auch meine Info, ne? Hatten wir auch hier als Info bekommen. Aber Jo, warten wir es ab. wenn wir eins wissen, dann ist in der Seefahrt nichts in Stein gemeißelt. Komischerweise läuft ja auch das ganze Personal hier rum. Ja. Da muss schon so drauf. Wir lassen uns einfach überraschen. Ja, Jetzt einfach mal schnell auf Toilette und die Zeit nutzen für etwas Kaffeewerbung. Nach meinem Erlebnis mit der Möwe heute nehmen wir den Mürrische Möwe Kaffee auch demnächst aus dem Programm. Dieses Biest, die mich überfallen hat, also wirklich.
So ein Biest. Die Warnemünder Killermöwen. Ja. Verfressene Biester, du. Von hinten kamen die. Von hinten über die Schulter. Die Biester, die haben das perfektioniert. Eis und Waffel. Ja, genau. Favorit. Ja. Und die warten nämlich auch, bis du das Eis so weit runtergegessen hast, dass du nur noch dieses kleine Stück hast, was sie viel besser packen können. Den großen Eisball oben drauf wollen die gar nicht haben. Nee, die wollen direkt schlucken. Zack, bumm, weg. Ja, Also, ja, davon gehe ich aus. das war definitiv die mürrische Möwe heute. Hoffentlich hat das ordentlich gekratzt im Hals. So. Ja. Ja, und falls vielleicht jemand jetzt sagt, Mensch, ich bin das erste Mal hier, finde ich alles toll, wann streamt ihr denn? Wir haben hier auch so einen WhatsApp-Kanal. Kann man abonnieren, kriegt man eine Nachricht, wenn wir live gehen. Denn das bringen die Schiffe halt auch mit sich. Also wir planen Streams immer auf eine Uhrzeit. Der Start ist aber nie zu der Uhrzeit, die bei dem Stream dabei steht. Also sagen wir es mal so, es ist eine Absichtserklärung. Ja. Es ist ein grober Wille. Guck mal, jetzt wird aber auch aus den ganzen Zeitangaben langsam ein Schuh, die wir bekommen hatten. Ursprünglich hieß es nämlich mal Aida Diva 18:30 Uhr. Aber als Festzeit kommt das hin, Ja, dass sie dann fest mit ist. Drehung Ne? und allem Jetzt, drum haben und wir, jetzt haben wir 18 Uhr. Und 17:15 Uhr war nämlich die Zeit, wo das Feuerschiff rausfuhr. Lotsenzeit. Ja, muss der Kapitän doch noch ein bisschen auf seine Frau warten, ne? Oder seine Frau auf ihn. Na, ist Conny jetzt da irgendwo? Es blendet gerade ein bisschen. Ja, kann man schlecht sehen, ne? Können Für wir sowas. schwer sehen. Ihr könnt das sehen, ob Conny da ist oder nicht. Und, schon angeheuert? Nee. Ah, Ich bin machen. ja mit Job. Ich bin mit Job. Ja, aber da kriegst du auch einen Job. Ja, der ist. Ne? Aber also jetzt auch Eddie und Benne, also vielen Dank für die tollen Streams, sind total interessant. Also, Ja, gerne. mit Conny zusammen auch absolut. Deswegen habe ich auch schon, wir haben ja auch mit ihm gesprochen, also auch das ist total interessant. Ja, ist doch toll. Also vielen Dank einfach für die coolen Streams. Ja, macht uns doch eine Riesenfreude. Also wenn das so gut ankommt, ist doch top. Mit der Mütze war er da. Ihr habt ihn entdeckt. Ja, ich habe ihn leider nicht gesehen. Leider nicht gesehen. Ja, du brauchst hier doch noch mal einen Fernseher. Ich hau noch ein paar Danke raus. Mensch, das geht hier wieder ab. Peter, 20 Monate dabei. Der graue Kater ist seit 12 Monaten dabei. Mike S. seit 11 Monaten. Lippa Lotta seit 7 Monaten dabei. Mike S. haut noch eine Mitgliedschaft raus. Vielen Dank, Mike. Walburga, 18 Monate dabei. Der Hermi ist seit 17 Monaten dabei. Dann haben wir Markus Ho, 5 € Superchat. Und er sagt, faszinierend, wie viel Wasser das kleine Feuerwehrschiff an Bord hat. Ja, ne? Es ist echt, also der kann definitiv am längsten. Raylander ist im 8. Monat auf Twitch dabei. Danke für deinen Sub. Und der Evolver, auch 8 Monate mit dem Prime Sub. Helga Schmitzberger ist jetzt bei uns auf dem Fischmarkt. Danke, ihr Lieben.
Ne? Ja, glaube ich schon. Das ist so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm gerade. Ja, wäre ja schön, wenn sie mit zum Horn um die Ecke kommt. Ne? Ja, muss sie auch. Muss sie auch. Chris, du hast absolut recht, mein Bildschirm ist zu klein. Das Problem ist, wo soll ich das alles dran bauen? Wenn ich mir hier so einen 40 Zoll Monitor an die Kamera bastel. Naja. Der hat doch einen eigenen Standfuß. Du kennst doch die Monitorboxen von den Bands. Sowas in der Art, so von unten so. Gleich geht es nochmal richtig los. Richtig geht das gleich los. Da haben wir noch was für die Freunde der Marineschiffe. Ja, ich glaube, da auf der rechten Hand das Gebäude, dieses graue da, das ist auch mittlerweile fast schon Lost Place, glaube ich. Da fehlen die Fenster und so. Auf der Warnow-Werft. Wobei, ist das die Warnow-Werft? Ist das Nee, nicht ne? die Neptunwerft da Ja, das hinten kann auch irgendwo? sein. Aha, also eine Werft ist es auf jeden Fall. Die Frage ist nur welche, ne? Aber sie haben die Krane schön in. Das gehört zur Marinearsenal. Die Neptunwerft ist dahinter? Oder? Die ist da, die sieht man jetzt nicht, ne? Ja, dann sieht man da vorne so ein kleines weißes Stückchen, das ist das Flusskreuzfahrtschiff, was sie gerade bauen. Ah, okay. Daraus. Also, das gehört alles zum Marinearsenal, haben wir gerade gelernt. Neptunwerft ist dahinter. Das Einzige, was man an Neptunwerft sieht, ist hier dieser Flusskreuzfahrer, der da so ein bisschen rausluschert. Ja, die Kopenhagen ist auch schon wieder unterwegs da hinten, oder? Die Maximal 10 Minuten bleibt sie liegen. will Aha. die will sich schon wieder vor die Diva quetschen. Unglaublich, oder? Was soll denn das? Naja, aber wenn die Diva sich da hinten festfährt, ne? Wenn die da noch ankert. Ja, die ist hinter der Diva, die Diva kommt da schon. Ja, das ist immer gut, wenn man einen Local hat, der so 3 Meter weiter vorne steht. Oh. Ben, wir hätten hier auf dem Stein aufbauen müssen. Meinst du? Ja, die kommt ja jetzt gleich um die Ecke. Mit Pauken und Trompeten und Spritze. Ja, Spritze sehe ich schon da. Geht richtig los. Leute. Richtig Ortogge nochmal. Nee. Ich komme da dran vorbei, du. Mach dir mal keine Sorgen. Ja, das könnte tatsächlich schick werden, du. Patti, ich gehe mal auf den Stein. Ja, das wird schick. Mach mal ein paar Fotos, Ben. Ja, du holst mich doch raus, ne? Ach so, bist dich da dran. Ah, So, jetzt ja, gibt's hier noch mal Seepferdchen habe ich richtig- selber. Oh, das ist natürlich jetzt lichtmäßig gerade 1A mit Sternchen und Sahne obendrauf. Ja, Patti, sieht gut aus, du.
Jetzt will die Fähre da noch schnell durch. Ja, die Fähre fährt noch mal durch. Dann kriegen wir von der rechten Seite auch gleich eine. Ihr meint, ich würde duschen? Ich glaube nicht. Das geht. Ist das geil. Es ist morgen erstmal los, wenn die zwei rausgehen. Ja. Geil. Hallo! Die rufen tatsächlich. Ist es der graue Kater? Wie crazy ist das denn? Ach, oder ist das Annette mit ihrem Mann? Oh, hat sich ausgespritzt. Komm, einmal noch. Einmal noch. Ja, Beatrix, ohne Brigitte ist das Ganze natürlich nur halb so gut. Da hast du absolut recht. Das ist so. Brigitte fehlt definitiv. Nächstes Mal nehme ich sie mit nach Warnemünde.
Das Tuch wird immer größer da oben zum Winden. Ja, tatsächlich, da oben ist. Oha, ja, ich sehe es. Ah, jetzt hat sich's ausgewunken. Schade. Jetzt gibt er alles. Er gibt alles. Mit dem ganzen Bettlaken. Ja, aber einlaufen bei bestem Wetter, ne? Schön. Also ich muss sagen, das hat sich voll gelohnt. ja. Auch dass die jetzt um die Uhrzeit rein sind, das ist ja auch untypisch. Ich meine, klar, bei Sonnenaufgang hast du natürlich auch tolles Licht, aber dann hast du lange nicht so viele Menschen und das ist schon echt Emotion hier. Ja. Das muss man sagen. Also ich glaube, da schlägt wirklich das Herz von allen Kreuzfahrtfans höher. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn Sie morgens halt früh reinkommen, dann werden Sie nicht das Horn so spielen. Ne? Nee, das denke ich auch. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da auch der ein oder andere, der jetzt vielleicht nicht unbedingt so der Kreuzfahrt-Fan ist, dass der trotzdem sagt, boah, das ist schon Gänsehaut. Ja, also ich finde das schon sehr, sehr cool, was Sie da machen. Ja, gibt noch einen kleinen Nachschlag, ne? Ja, wie hieß sie? Kopenhagen, ne? Kommt jetzt gleich noch ums Eck. Da sehen wir sie schon an der Seite. Alle, die eben noch nicht dabei waren, ganz typisch oben. Ja, erinnert mich immer so ein bisschen an Käsespieße, ne? Also das ist oben der Zahnstocher, der sogenannte Flettner-Rotor. Dreht sich im Wind und erzeugt dadurch Energie. Dadurch wird der CO2-Ausstoß um 4 bis 5% reduziert. Chris, nee, ich habe gar keinen Hunger. Wir haben eben gut gegessen. Also nein, wir haben nicht gut gegessen, aber danach haben wir uns noch was geholt. Und glücklicherweise hat Tanja ja auch ein bisschen Wegzehrung eingepackt. Ja, macht euch keine Sorgen, Paddy wird nicht verhungern. Nein, Paddy ist so fett. Der kann auch ein paar Tage durchstreamen, ohne zu verhungern. Ja, hübsch ist dieser Flettner-Rotor in der Tat nicht. Hübsch ist er nicht, aber es ist interessant. Also technisch gesehen finde ich es äußerst interessant, dass das überhaupt funktioniert. Vor allem, der dreht ja so gleichmäßig. Ich kann mir das irgendwie so gar nicht so richtig vorstellen, weil jetzt gerade scheint es auch windstill zu sein. Ja, ich weiß auch nicht, wie das Prinzip Also- genau funktioniert. Müssen wir uns mal schlau machen. Also es interessiert mich schon. Weil eigentlich sieht er so aus, als ob er angetrieben wird. Aber dann wird das ja keinen Sinn machen. Ne? Nee, nicht so wirklich. Oh, ich gehe mal beiseite.
Na guck mal, nun wird es auch schon wieder warm, ne? Sonne steht drauf, wird der richtig Wind ist warm. weg. Jetzt Wind ist weg. Ja, und ich glaube, die AIDA Diva ist gleich fest. Das Hauptprogramm ist durch. Das heißt aber nicht, dass wir für heute durch sind, denn nachher gibt es noch eine Laser- und Lichtshow mit dem Feuerlöschboot FLB 40, was wir eben auch gesehen haben die ganze Zeit. Wird dann hier irgendwo in der Mitte platziert und dann gibt es eine Laser- und Lichtshow, gesponsert auch von AIDA. Also von daher hoffe ich mal, dass die da auch ordentlich rausgehauen haben. Vielleicht machen die so ein bisschen Laser-Kussmund. Ja, wir lassen uns überraschen. Aber müssen die nicht für Lasershow auch irgendwie Nebel in die Luft pumpen, damit man das richtig sieht? Ja, siehst du, in Hamburg haben sie es nicht nötig, das ist ja immer Nebel, ne? Ja, also da soll auf jeden Fall nachher noch ein bisschen was passieren. Werden wir auch von hier aus streamen. Und ja, ich hoffe, vielleicht noch ein bisschen umziehen. Vielleicht ein bisschen weiter darüber. Etwas andere Position. Muss ich mal Ja. schauen, ob das Sinn Wir macht. haben ja hier noch eine ganze Menge frei, wir können Ja, uns wir ja haben auf bewegen. jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit. Also mir hat das gerade richtig gut gefallen. Ja, mit den Hörnern haben sie sich nicht lumpen lassen, ne? Nee. Das war schon schön. Um 21 Uhr ist es geplant mit der Lichtshow. Ja, ich glaube, wir haben ca. 20:30 Uhr Sonnenuntergang. Passt, geht sich Vielleicht aus. mit so ein bisschen blauer Stunde, also vielleicht gar nicht so stockduster. Könnte eigentlich ganz gut werden. Schauen wir uns das noch mal an. Und ich gehe davon aus, dass das relativ pünktlich ist, weil da ja nicht irgendein Captain ist, der nach Hause möchte. Ja, aber ich stelle mir das schon ganz spannend vor. Absolut. Guck, jetzt hauen hier auch langsam alle ab. Ja, AIDA ist fest. Schiff weg, alle weg. Ja, guck, die Möwen haben ihre nächsten Opfer gefunden. Hörst du das? Die dicken, fetten Rostock-Möwen. Dicke, fette Rostock-Möwen. Ah, da hört man drüben auch schon die Winden arbeiten. Ja, wir sehen auch die Festmacher gerade, wie sie am Ackern sind. Claudia schreibt, sie ist hinterher. Claudia, wenn du mal versehentlich im Stream hinterher bist, kannst du unten einfach auf diesen Punkt unter dem Livestream klicken und dann springst du wieder dahin, wo man live ist. Manchmal kommt das vor, dass YouTube sich verschluckt und dann ist man zeitlich hinten dran. Kann man ganz gut an der Uhrzeit oben sehen. Ich liebe ja diese
Kommt das eigentlich, dieses charakteristische Quietschen vom Anlaufen oder vom Das Bremsen? ist die Bremse, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist die Bremse. Ach, hier, der Kenny hat es auch noch mal rausgesucht. Ist jetzt gerade sehr viel Text. Komme ich leider nicht hinterher mit dem Flettner-Rotor. Auf Twitch hat er es noch mal gepostet. Ich danke dir vielmals. Ich gucke mir das noch mal in Ruhe an. Mit El Rotores Flettners. Ja, da vorne scheinen die Bugstrahler auch irgendwie gerade in Gange zu sein. Da sieht man das, dass es da unten so ein bisschen aufwirbelt. Ja, die drücken die ganze Zeit halt ran. Ne? Ja. Ja, und Aida Diva, genauso wie Aida Bella, hat ja, glaube ich, 2 Festpropeller, keine drehbaren Propellergondeln. Hat dafür aber nicht nur Bugstrahlruder, sondern auch das Ganze nochmal am Heck. Ah, Und okay. das kann man hier ganz gut sehen. Wenn ich Stimmt. mal rüberschwenke, Ja, ich sehe es. haben wir da hinten auch noch 2 Markierungen für Heckstrahlruder. Ja, die moderneren Kreuzfahrtschiffe, die haben ja alle mittlerweile diese 360 Grad drehbaren Propellergondeln. Mhm. Aber ja, die ältere Generation noch nicht. Was war das? 2007, glaube ich, ne? Oder irgendwie so 2007, 2008? Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich meine ja, Bist aber ich meine so sicherlich um den Dreh. in der richtigen Richtung. Ja. Rainer hat nochmal 5 Euro geschickt und schreibt einfach nur sensationell. Rainer, ich stimme dir absolut zu. Das war richtig gut. Lev Manu, der Manu aus Leverkusen hat dem Hertus ein Sub geschenkt. Herzlichen Dank. Und der Basti hat dem John Deere-Fahrer einen Sub geschenkt. Herzlichen Dank dafür. Maxe fragt, ob wir morgen noch hier sind. Ja, morgen wollen wir dann abends das Auslaufen machen von den beiden AIDA-Schiffen. Und im Anschluss gibt es ja noch ein Schlepperballett. Also morgen, Leute, morgen gibt es hier Emotion pur. 2 AIDAs laufen aus. Müsste, wenn das so ist wie heute, 97 Hörner geben. Und im Anschluss Fairplay Schlepperballett. Mehr geht nicht, oder? Ich sag mal, Eskalation. Glaube 17 Uhr circa. Aha. Aber da müsst ihr ein bisschen gucken. Ne? Also ihr wisst, das sind so Dinge, die können sich leicht ändern. Da ist es immer eine super Idee, wenn man unseren WhatsApp-Kanal abonniert hat. Ich habe den Stream aber zumindest auch schon erstellt. Aber heute hatte ich auch, also von dem Stream hier habe ich auch die Uhrzeit 2-3 Mal geändert. Ursprünglich waren wir mal irgendwie bei 18 Uhr und gestartet sind wir jetzt, glaube ich, 17 Uhr. Ja, es ist alles so ein bisschen dynamisch, ne? Ist halt Schifffahrt. Schubine fragt, wie spät es ist. Schau mal oben links in die Ecke beim Stream.
Ja, Brigitte muss eingeflogen werden. Ja, vielleicht setzt sich Brigitte ja in den Zug und kommt noch rüber. Ja, Verbindung gibt's ja. Das ist ja kein Problem. Es ist auch gar nicht so weit. Also von Hamburg bis Warnemünde sind es über den Daumen 2 Stunden Fahrt. Ein bisschen verkehrsabhängig. Ziemlich genau 200 Kilometer, glaube ich. Je nachdem, wo du wohnst in Hamburg. 190 so. Kann man machen. Ja. Ja, und für heute war es das ja auch noch nicht. Also nachher machen wir dann ja nochmal diese Laser- und Light-Show. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ne? Ich glaube nicht, dass das so ein ewig langer Stream wird, aber ich hoffe, dass er sehr schön wird. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Ach, das machen die schon. Ja. Ich denke, da werden sie sich nicht lumpen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute einen schönen Sonnenuntergang gibt. Das sieht doch ganz nett aus. Wo geht denn die Sonne unter? Naja, hier gegenüber, ne? Lohnt sich das mitzustreamen? Könnt ihr mal gucken. Sollen wir mal Fotopilz fragen? Nee, Beri, Riesenrad sind wir noch nicht gefahren. Ich glaube, das Riesenrad ist auch neu. Ich glaube, da stand vorher ein offenes Riesenrad. Offenen Gondeln. Ja? Jetzt Ich kenne das nicht so ist richtig. das aber irgendwie größer und jetzt sind die Gondeln alle zu. Das ist erstmal einmal kurz. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann mal in die Pause, oder? Was siehst du da? Kommt da noch was? Ja, ein 150 Meter Tanker von links. Ach so. Ja, ich denke, wir gehen jetzt gleich in die Pause. Dann können wir auch noch mal ein paar Sachen hier aufladen und selber noch mal auch aufladen. Vielleicht noch mal umziehen hier mit dem ganzen Gerödel. Und echt am Überlegen, ob es nicht besser ist, ein Stück darüber. Vielleicht kriegen Ja, wir wahrscheinlich, ich denke schon. Ein bisschen weiter nach rechts. Also wenn wir hier bleiben, dann geht die Sonne rechts neben dem Riesenrad unter. Hä, die ist doch jetzt schon direkt über dem Riesenrad. Ja, die geht da so. Also Fotopilz Ja, ist auch nicht dann hundertprozentig, müsste die da genau. hinten doch runtergehen, ne? Ja, ich gehe auch davon Ja. aus, dass die eher so da hinten bei den Häusern runtergeht. Okay. Fotopilz ist da leider auch nicht so richtig hundertprozentig. Guck mal, Captain Plauzes Frau hat uns übrigens vorhin angeboten, das sehe ich jetzt erst. Wenn wir in Kiel streamen, dürfen wir gerne die Ferienwohnung in Holtenau nutzen. Aha. Sundowner am Thiesenkai. Oh, danke. Dankeschön. Merci. Schreien die uns zu oder? Nee, ich glaube nicht. Ich denke auch nicht, dass wir gemeint Ich glaube sind. nicht, dass wir gemeint sind. Ja, ihr Lieben, lasst uns ein kleines Päuschen machen. Es geht ja nachher weiter. Circa 21 Uhr, vielleicht ein bisschen eher. Also ich denke ein bisschen eher. Wir gucken mal, was mit Sonnenuntergang ist. Also am besten setzt ihr euch eine Benachrichtigung für den Stream oder halt wie gesagt WhatsApp. Frankie hat noch 10 Euro dagelassen. Vielen, vielen Dank. Beitrag für den After-Wohnwagen-Wasch- und Polier-Stream. Ja. Ach, danke, danke.
ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Also ich fand es mega, hat richtig Spaß gemacht. Also diese Hörner sind einfach, und Hamburg Hafen Live ist einfach Home of the Horn, würde ich sagen. Ja, siehst du, ohne Horn. Ne? Ohne Geht Horn, nix. es ist hier Home of the Horn. Also hatte richtig Spaß gemacht, Ja, aber war richtig cool. Emotion pur. Und ich glaube, euch hat das auch Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, nachher gerne wieder. Dann die Laser- und Lichtshow mit dem Feuerlöschboot. Ben, an dich ein dickes Dankeschön. An unsere Moderatoren natürlich ein dickes Dankeschön, dass sie unterstützt haben. Und natürlich an den Chat, alle Zuschauer ein dickes Dankeschön. Und natürlich auch dafür, dass ihr den Kanal wieder so fett unterstützt habt. Vielen, vielen Dank für die ganzen Spenden, Mitgliedschaften, die Subs und die Bits. Ja, und ich sage vielen Dank fürs Mitnehmen. Ja, Ben. Ne? So, jederzeit. Gut, ihr Lieben, bis später. Tschüss. Oha, hier. Oha. Oh. Das ist ja fast genauso schön wie ein Horn. Ne?